Herzlich willkommen zum Projekt Greifenstedt. Nach den Videos vom Rockrail-Einsatz beim Fremo-Treffen in Magdeburg sind einige von euch auf mich zugekommen und haben mich gefragt, okay, wie kriege ich denn jetzt mein Rockrail dahin, dass es so funktioniert wie dein Stellpult in Magdeburg, also mit Start-Ziel-Tasten, mit ZNF und mit Streckenblock. Das möchte ich heute und in den folgenden Videos zeigen. Wir starten wirklich ganz von vorne mit Rockrail, mit einem leeren Plan und stellen als allererstes den Automatikbetrieb her, denn das ist die Grundlage und die Voraussetzung für alles Weitere. Unser Beispiel soll ein ganz kleines, einfaches Beispiel sein, ein eingleisiger Landbahnhof mit einer kleinen Ausweichstrecke. Das Ganze soll nachher ein Modulplan werden, deswegen fangen wir einfach an dem einen Rand an. Ich mache jetzt mehr Gleiselemente hin, als wirklich nötig wären, einfach weil wir nachher ja für den Automatikbetrieb noch Blöcke einbauen wollen. Aber der erste Schritt ist wirklich einfach, erstmal den Gleisplan zu zeichnen und dann die Elemente natürlich auch sinnvoll zu benennen. Das heißt, hier haben wir Weiche 1 und die andere Weiche heißt dann Weiche 2. Das Einfahrsignal heißt A, weil das in Kilometrierungsrichtung liegt. Die entsprechenden Ausfahrsignale heißen N1 und N2. Einfahrsignal heißt A, Ausfahrsignale heißt N, heißt das Einfahrsignal F und die Ausfahrsignale heißen P1 und P2. Es ist wichtig, von vornherein auf die passende Benennung zu achten, damit wir später, wenn der Gleisplan größer wird und mehr Elemente da sind, auch klar haben, von welchem Element wir gerade jeweils sprechen. Jetzt an der Stelle ist die nächste Aufgabe, die Weichen und Signale mit einer Zentrale zu verbinden, sodass wir sie auch vom Plan aus auf der echten Anlage schalten können. Ich definiere mir dazu eine zentrale WIO, weil wir alles mit den WIOs machen, mit dem WLAN Arduino-basierten System. Es geht aber genauso gut auch Loconet, DCC oder welche Zentrale du auch sonst immer benutzt. Wie gesagt, die Aufgabe ist einfach dafür zu sorgen, dass wir die Signale und Weichen schalten können. Dazu weisen wir den Signalen und den Weichen die entsprechenden Kennungen zu. Ich mache das jetzt beispielhaft einfach irgendwie. Ihr müsst an der Stelle natürlich dafür sorgen, dass im Ergebnis eure Signale und Weichen dann auch geschaltet werden können. Dasselbe für die Weichen. Okay, jetzt sind unsere Elemente auch ansprechbar und ihr müsstet an diesem Punkt jetzt alles durchtesten und ausprobieren. Jawohl, ich kann meine Weichen schalten, hier vom Computer auf der Anlage. Ich kann meine Signale schalten, hier vom Computer auf der Anlage. Wenn ihr diesen Punkt erreicht habt, darf es weitergehen. So, jetzt kommen die Blöcke. Die fügen wir einfach in den bestehenden Plan mit ein. Dafür müssen wir ein ganz kleines bisschen umstellen. Wichtig ist, dass ihr darauf achtet, dass die kleinen Plusse in der Ecke immer die gleiche Orientierung haben. Wo wir gerade schon dabei sind,
fügen wir auch noch Rückmelder ein, die dazu dienen, dem Computer zu sagen, hey, der Zug ist jetzt im Block angekommen. Wenn ihr jetzt keine Rückmelder in eurem Plan eingebaut habt, dann ist das nicht unbedingt ein Beinbruch, denn wir können natürlich auch sozusagen von Hand sagen, okay, der Zug ist jetzt angekommen und dann die Rückmelder einfach von Hand auslösen. Wichtig ist, wir müssen jetzt für jeden Block mindestens einen Rückmelder haben. Dann wollen wir die Blöcke noch benennen. Wir nennen den Block Strecke Ost. Wenn wir die Blöcke bearbeiten, können wir gleich hier sozusagen die Standardeinstellungen setzen. Wichtig ist, dass wir Warten ausmachen, den Richtungswechsel ausmachen. Und das ist das Wichtigste an der Stelle. Block 2 ist hier bei uns das Gleis 1, das Durchfahrgleis. Gleis 1. Auch hier warten, Richtungswechsel ausmachen. Die anderen Einstellungen lassen wir erstmal alle einfach so, wie sie sind. Da können wir nachher noch eine ganze Menge mitmachen, aber brauchen tun wir sie für die Funktionalität nicht unbedingt. Jetzt brauchen wir Fahrstraßen, die diese Blöcke verbinden. Wir haben ja gesagt, ein Block ist ein Punkt, wo ein Zug zum Stehen kommen kann. Und die Fahrstraßen verbinden Blöcke zu Blöcken, verbinden die Blöcke untereinander. Also ein Zug fährt immer von einem Block zum anderen und das tut er, indem er Fahrstraßen benutzt. In den Fahrstraßen werden dann die Befehle für die Weichen und in diesem Fall auch für die Signale eingetragen. Die einfachste Möglichkeit, Fahrstraßen zu erzeugen, ist, indem wir den eingebauten Router benutzen. Vorher prüfen wir einmal den Gleisplan, ob er auch gesund ist, das heißt, ob er benutzt werden kann. Und wir kriegen die Meldung, wunderbar, der Gleisplan ist gesund. Gute Voraussetzung dafür, den Router zu benutzen. Wir möchten die Fahrstraßenkennungen setzen, das sorgt dann dafür, dass nachher die Gleise auch ausgeleuchtet werden, wenn die Fahrstraße liegt. Wir möchten die Blockkennung eintragen, wir möchten die Rückmelder zu Blöcken zuordnen. Und die Signale mache ich immer in die Fahrstraßen rein, nicht in die Blöcke. Das hat den Vorteil, dass ich unterscheiden kann zwischen Zugfahrstraßen und Rangierfahrstraßen. Man kann also jetzt auch hier die Signale zuordnen. Wie gesagt, ich mache das lieber von Hand in der Fahrstraße. Zeige ich euch auch gleich. Jetzt machen wir erstmal das Routing und kriegen die Meldung, wir haben 8 Fahrstraßen erzeugt. Das passt soweit gut. Deckt sich auch mit dem, was wir in der Fahrstraßentabelle sehen können. Jetzt machen wir erstmal Markierung automatisch erzeugt entfernen, damit die Fahrstraßen beim nächsten Mal Routing nicht überschrieben werden. Und dann bearbeiten wir die Fahrstraßen noch ein bisschen. Moment, von der Strecke Ost nach Gleis 1 wäre von links nach rechts die erste. Wir möchten hier gerne in allen Fahrstraßen die Signalbefehle synchronisieren. Das klicke ich mal eben gerade durch. Das möchten wir deshalb tun, weil sonst die Signalbefehle erst später gesendet werden, nämlich wenn der Zug in den Block einfährt. Das ist also zeitverzögert. Wir möchten deswegen die Signalbefehle in allen Fahrstraßen synchronisieren. Und jetzt möchten wir die Signale auch noch den Fahrstraßen hinzufügen. Gehen dann in die Befehle. Ich zeige mal hier einmal die Kennung an. Und jetzt fügen wir noch die Signalbefehle hinzu. Von Gleis 1 nach Strecke Ost möchte gerne das Signal P1 auf grün und wieder auf rot, wenn die Fahrstraße wieder aufgelöst wird. Das heißt, die Signale werden so gesteuert, dass sie, wenn die Fahrstraße verriegelt wird, gehen sie auf grün und wenn die Fahrstraße entriegelt wird, dann fallen sie auf rot zurück. Die Befehle hier werden in der Reihenfolge ausgeführt, wie sie auch aufgeführt sind. Das heißt von oben nach unten. Das heißt, wir machen immer zuerst die Weichenbefehle und dann die Signalbefehle. Denn wenn ein Weichenbefehl nicht ausgeführt werden kann, weil die Weiche verschlossen ist, dann bleiben die Signale auf Rot, gehen nicht auf Grün und der Zug fährt nicht los.
mehrbegriffige Signale definieren. Und hier wäre es so, wenn eine Einfahrt nach Gleis 2 gelegt wird, geht das ja über die abzweigende Weiche, über den abzweigenden Strang. Das heißt, das Signal A bekommt bei der Einfahrt nicht grün, sondern bekommt gelb. Analog natürlich bei der Einfahrt von Strecke West nach Gleis 2 bekommt das Signal F bei der Einfahrt gelb und wenn die Fahrstraße wieder zurückfällt, natürlich rot. So, hier ist ein Befehl zu viel hingelangt. Ansonsten sieht das gut aus. Eine Sache fehlt noch. Wir müssen den Blöcken zuordnen, wann welche Fahrstraßen wieder aufgelöst werden können, weil der Zug angekommen ist. Im Moment, die möchten wir erst noch vorher schöner benennen. Ich mache es immer so, dass ich die Feedbacks so benenne, wie die Blöcke auch heißen, mit einem vorgestellten FB für Feedback. Das funktioniert natürlich so lange gut, wie es nur einen Rückmelder gibt pro Gleis. Ansonsten muss man eventuell in der Benennung ein bisschen kreativer sein. So, natürlich wollen wir nicht nur die Benennung machen, sondern wir wollen ihnen auch Adressen zuweisen. Wieder hier rein fiktive Adressen, die aber hinterher genauso gut auch exakt so verwendet werden können. Es geht erstmal darum, dass jedes Element auch eine individuelle Adresse hat. Jetzt sind wir fast so weit, dass wir Automatikbetrieb machen können. Was uns noch fehlt, ist eine Lok bzw. ein Zug. Dafür legen wir eine neue an. Ich nenne sie jetzt hier einfach mal 0815. Auch Züge möchten gerne eine Adresse haben. Hier bietet sich natürlich die 815 an. Okay, bevor wir jetzt den Automatikmodus machen können, müssen wir noch die Rückmelder in den Blöcken eintragen. Wir haben ja gerade eben die Benennung verändert, deswegen ist das, was der Router gemacht hat, nicht mehr aktuell. Fahrstraßen, All Enter Plus bedeutet alle Fahrstraßen, die Strecke Ost von links erreichen, benutzen den Rückmelder Feedback Strecke Ost mit dem Ereignis Enter to In. Das bedeutet so viel wie, wenn der Rückmelder auslöst oder von Hand ausgelöst wird, dann bekommt Rockrail die Information, der Zug fährt jetzt in den Block ein, das ist Enter, und gleichzeitig erreicht er auch die Endposition des Blockes, sprich ist da. Dasselbe machen wir in der anderen Richtung und für die anderen Blöcke. Okay, jetzt haben wir die Fahrstraßen eingetragen, die Rückmelder eingetragen zu den Fahrstraßen. Jetzt wollen wir die Fahrstraßen einmal durchtesten. Vorher stelle ich einmal die VIO-Zentrale auf Virtual um, damit die Befehle auch richtig verarbeitet werden. Nach der Änderung an der Zentrale mussten wir einmal den Arbeitsbereich neu starten, damit der Server runtergefahren wird und wieder mit den neuen Einstellungen hochgefahren wird. So, jetzt testen wir einmal die Fahrstraßen durch. Test gibt die Befehle los und Verschließen zeigt uns die Ausleuchtung. Hier haben wir was gefunden. Strecke West nach Gleis 1 sollte natürlich das Signal schalten, tut es aber nicht. Ah, das falsche Signal. Ich habe das falsche Signal eingetragen. Das ist nicht Signal A, sondern das ist Signal F. Und bitte grün. Strecke West nach Gleis 1 sind wir unterwegs. Nanu, funktioniert immer noch nicht. Strecke West nach Gleis 1. Signal F.
Dann nehme ich die Befehle nochmal raus und mache es nochmal neu. Das sieht besser aus. Okay, alles andere sieht gut aus. Wir sind also weit, dass wir Automatikbetrieb machen können. Wir haben Blöcke, wir haben Fahrstraßen, wir haben Rückmelder, die uns sagen, dass der Zug angekommen ist, und natürlich haben wir Weichen und Signale, die auch in den Fahrstraßen eingestellt sind. Und wir haben einen Zug. Den setze ich jetzt per Drag and Drop hier mal auf die Strecke Ost, mache den Automatikmodus an und ziehe ihn einfach mal ins Gleis 1. Die Fahrstraße wird gelegt, das Signal geht auf grün und der Zug kann fahren. Jetzt erreicht der Zug auf der echten Anlage den Rückmelder, also das Zielsignal, oder wir beobachten das und betätigen hier den Sensor entsprechend. Und der Zug hat also Gleis 1 erreicht. Von hier aus geht es jetzt erstmal nicht weiter, denn er hat sein Ziel ja erreicht. Aber wir können jetzt natürlich draggen und droppen und ihn weiter nach Strecke West ziehen. Und auch diese Fahrstraße funktioniert. Wenn wir auf der Strecke den Rückmelder betätigen, dann sagen wir da mit Rockrail, hey, der Zug ist jetzt auf der Strecke angekommen und die Fahrstraße ist wieder frei. In die andere Richtung geht es genauso. Dafür drehen wir einmal den Zug virtuell um und diesmal ziehen wir ihn gleich bis auf die Strecke Ost, um die Fahrstraßen zu testen. Das sieht alles sehr gut aus. Es gibt jetzt verschiedene Möglichkeiten, wie man dem Automatikmodus sagen kann, hey, nimm bitte in die eine Richtung Gleis 1, in die andere Gleis 2, also Rechtsbetrieb, oder fahr immer über Gleis 1. Dafür kann man zum Beispiel Berechtigungen benutzen oder bevorzugte Fahrstraßen. Das ist dem Einsatzzweck geschuldet oder hängt vom Einsatzzweck ab. In Greifenstedt benutze ich sehr gerne bevorzugte Fahrstraßen. Jetzt erstmal wichtig, der Automatikmodus funktioniert. Das war's für den Schnelleinstieg. Wie zeichnet man einen Plan und wie richte ich den Automatikmodus ein? Denn das ist die Voraussetzung für Start-Ziel-Skript und ZNF und alle weiteren Dinge. Und wie wir dann wirklich das Start-Ziel-Skript einbauen, zeige ich euch im nächsten Video. Mit dem Automatikmodus sind wir jetzt aber schon so weit, dass wir vollständigen geführten Betrieb machen können. Wir müssen ja nicht die Start-Ziel-Taste benutzen, sondern wir können mit der Maus per Drag and Drop oder per Ziel setzen dem Zug sagen, wo er hinfahren soll. Das ist technisch gesehen das gleiche, ist nur eine etwas umständlichere Bedienhandlung, aber funktioniert genauso gut und es ist jetzt also schon möglich, dass mit Automatikbetrieb auf diesem Plan gefahren wird und der Bahnhof betrieben. Beim nächsten Mal zeige ich euch, wie wir die Start-Ziel-Tasten dann wirklich einbauen, sodass wir nicht mehr mit der Maus arbeiten müssen, sondern eben mit den Fingern auf dem Touchscreen arbeiten können, was sehr viel schneller geht und komfortabler ist. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne ein Like da oder abonniert den Kanal. Bis zum nächsten Mal.